Ja, und damit wieder herzlich willkommen auf dem Kanal, ihr Lieben. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und dort drüben sitzt der zugefrorene Benny und wir spielen heute die Demo von Dyer Expedition. Let's do it. The expedition left last year. They keep the radio contact during their journey to the Antarctic. Ja, wir sind auf einem Boot, einem wunderschönen Kreuzfahrtdampfer, auf dem Weg in die Antarktis. Vielleicht werden wir nachher nochmal aufs Sonnendeck gehen. After they finally arrived, they set up base camp. They kept us up to date with what they were working on. At last, for some time. Nachher noch eine Runde Backgammon. Das wäre doch was Feines. Ich bin für Mühle. Für Mühle, schön. 404, hey, grüß dich. About a month ago, their supply ship returned to the base camp. The entire team had disappeared. Okay, sie sind aber nur verschwunden. Ja, Spoiler-Alarm. Wer die Geschichte kennt, Spoiler-Alarm. The university didn't want me to go. They said going to the Antarctic alone was practically suicide. I agree. So alone? Also... So vor allen Dingen in so einem Ruderboot, ey. Ich meine, du kannst ja halt auch mit so einem fetten Eisbrecher da... Na doch, du kannst eigentlich anlegen. But I cannot resist the pull. Something draws me there. I need to know what happened to my colleagues, my friends. Okay. Ah, und wir haben die Steuerung. Wir haben die Steuerung. Wunderschön. Ach, ist das toll. Ist das toll. So, hier haben wir das Camp. Ihr seht, es ist ein bisschen pixelig. Ich persönlich finde Pixel-Games sehr, sehr cool. Ich mag das. Für mich ist das halt immer so ein bisschen Nostalgie, die mitschwimmt. So, was haben wir denn hier? January 4th, 1931. W. Dyer. My name is William Dyer, and I'm a professor of geology at the Miskatonic University, Massachusetts. Our mission in the Antarctic is to conduct several geological surveys and, soil properties permitting, archaeological digs on parts of the continent that haven't been explored by previous expeditions. After several grueling weeks at sea aboard the Arkham, we have finally reached our destination. Following the unloading of the expedition's cargo, the ship is to make the return trip to bring further supplies. Aside from the usual reports on our surveys, I will keep a diary and instruct several key members of the team to do the same. Antarctica is, for all intents and purposes, a new scientific frontier, and I want to preserve even the minutest of details for posterity in case our expedition fails under unforeseen circumstances. January the 10th, 1931. W. Dyer. We erected a rudimentary shack for the team with the supplies we brought. It should prove a better shelter than the number of tents we had to spend the last 6 nights in if we intend to stay for as long as we have planned, which is several weeks. The Arkham is scheduled to return in 14 days with supplies. January the 12th, 1931. W. Dyer. While we studied what lies within the cave, Mr. Gedney was able to erect the drilling apparatus and promptly excavated several fossils, mostly things like seaweeds and trilobites. These discoveries align with the strata they were found in, but they are of course exciting nonetheless. What is remarkable though is an enormous fossil that Mr. Gedney was able to unearth. It seems to be the imprint of a gigantic, hitherto unknown species of 5-sided starfish. Wie macht er das hier zu?
Ach, jetzt hat er den Zellwert. Endlich. So. Oh, warte mal. Wir haben hier eine Torch, eine Lampe. Die nehmen wir natürlich mit. Lampen sind immer gut. Benni, wir sind hier krass im Schnee, Alter. Antarktis. Wir sind am Arsch. Alle sind weg irgendwie. Wir sind hier mit einem Ruderboot. Und ich habe keinen großen Proviantrucksack gesehen. Wir müssen unsere Atzen finden. So, okay. Gehen mal kurz hier. Das sieht nicht gut aus, Ding. Es sieht nicht gut aus? Es geht nicht gut aus. Ja. Ne, Oh Gott, was ist denn da passiert? Ja, das sieht nicht gut aus. Ach, scheiße. Wie hebt man so ein Grab aus? Oh, warte mal. Oh nein. Nein. Warum? Ja, einfach weil ich kann. Aber was bringt mir das jetzt? Ja, Okay. ja, keine Ahnung. Du hast jetzt eine Schaufel. Ist doch auch was Schönes. Das könnte auch eine Waffe sein. So, okay, was haben wir denn hier? Also, ich komme auch anscheinend nicht ins Haus rein, oder? Nein. Nope. Was ist denn hier? Hier ist ja der Bohrturm, ne? Von dem wurde ja gesprochen. Das war ja quasi, ich glaube, Shackleton oder irgend sowas, der hier diese wunderbare Bohrvorrichtung gemacht hat und zu dem wir ihn auch gratulierten. Okay. Oh, warte mal. What is this? Ah, Open Gate. It's locked. Okay, hier komme ich rein. Hier brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Aber dahinter war ein Schlitten. Oh, hier vorne sind auch Schlitten. Lass uns Schlitten fahren. Yeah, rodeln. Ich glaube, so richtig geil zum Rodeln sind die nicht. Irgendwie so eine Packerschlitten irgendwie. Ja, schön was zum Transportieren. So, können wir denn an den Gräbern? Und warum kann ich die Gräber ausheben? Vielleicht musst du die Schaufel auch weglegen? Ich wüsste nicht wie. Okay. Oh, warte mal, wir haben Licht. Gräber kann ich nicht angucken. Auch nicht. Können wir denn irgendwie ins Häusle? Ne, die Tür ist zu. Springen kann ich nicht. Okay. Nope. Leiter? Nee, mit der kann ich leider auch nicht interagieren. Aber wo könnte jetzt so ein Schlüssel sich verstecken? Vielleicht im Zelt? Oh, warte mal. Hier noch? Oh, hier. Ah! I got him. Im Schnee versteckt. Achso, warte. So Quatsch, ich wollte gerade die Gräber aufschließen. Ja, du, klar. Abgeschlossen. Ne? Du, das ist halt das neue Sicherheitskonzept, so. Prämortal. Die postmortal, Entschuldigung. So, zack. The gate is open. Also jetzt in so eine Eishöhle, also weiß ich nicht, ob ich da rein will. Mach mal oh Gott, die Taschenlampe macht ja auch viel. Die bringt's voll. Warte mal, ruf mal was. Hello? Hello? Is anybody there? Ja, die Taschenlampe bringt nicht so viel. Tatsächlich. Oh, Was ist das denn? Vielleicht sollte Eis darstellen. Ich weiß ja nicht. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir eine Kerze. Die haben wir jetzt angemacht. Was bringt uns das jetzt? Strange Object. Ja. Okay. January the 11th, 1931. W. Dyer. After successfully establishing a base camp and setting up a basic hut, my research assistant Danforth and I have set out to inspect this conspicuous cave entrance, then marched on. What we found inside must be seen to be believed. A construct of some kind, then an entrance leading further into the darkness, all built in stone. It must have been built by an ancient people thousands of years ago. I have yet to find an answer to the question of how they possibly could have arrived, let alone how they sustained themselves in Antarctica. How were humans of yore able to stay alive in such a hostile environment, not to mention to erect such an imposing structure? January the 13th, 1931. W. Dyer. After examining the structure further,
we surmised that it must be far more ancient than we initially believed. The open entrance features what appears to be a door-like mechanism, but there does not seem to be any obvious way of operating it. There is a 5-sided hole at the center of the platform, about 10 inches wide, which suggests that something is missing, an object which can be inserted into it. January the 16th, 1931. W. Dyer. We've found a strange object embedded in the ice, not far from the entrance. It's a 5-sided cylinder, primarily made of stone with a star-shaped top. It has metal trimmings, a gemstone embedded in its top side, and its 5 sides are marked with strange symbols. This newly discovered object fits the hole of the pedestal in front of the door perfectly, but inserting it doesn't seem to have any effect. I can only speculate, but I assume it functions like a key to open the door should it close. Benny, hast du ihn jetzt gehört? Nein. Das ist ja skurril. Das ist ja skurril. So, okay, alles klar. Also wir haben hier so eine Art Schlüssel. Oh, passt ja perfekt. Ich will das haben. Das ist doch mein Klingelton. Das ist doch mein Türklingler. So, schön. So ein bisschen wie so eine seismische Bombe aus Star Wars. Ich sag mal ja. Tatsächlich mega fetter Sound von diesen Dingern irgendwie. January the 13th, Das ist 1931. viel zu lesen diesmal. W. Dyer. I finally found some time to inspect the mural inside of the structure more closely. What's portrayed here must be an elaborate joke, because the alternative frightens me deeply. It depicts several winged creatures. Their bodies are cylindrical, their heads are almost star-shaped, and they have several appendages that remind me of cephalopods. They're held up by an amoeba-like mass. Below this, there is what I can only describe as a simplified map of the solar system. The mass to the left may represent the Sun, while the circles to the right of it may represent certain planets. The third circle, Earth, is slightly shifted upwards, possibly to highlight it. This iconography is unlike anything I'm familiar with. Ja, hier sind quasi diese Dinger, von denen gesprochen wurde. Ja. Und da fragt man sich so, wer malt das dahin? Wer malt das dahin? So, geh mal weiter. Hallo! Hallo? Ist irgendjemand hier? So, wir haben eine Leiter. Ja, und ja. Vielleicht können wir die ja darüber legen. Cool. Hallo! Doch mal so eine Halo-Werbung, kennst du die? Ja, warte mal. Cool. Schön. Siehst du, du brauchst nur eine Leiter. Mehr brauchst du eigentlich nicht in so einem Spiel. Nur eine Leiter. Hallo? Ja, und jetzt? Ja, Wo geht's weiß weiter? ich auch nicht. Oh, ja, schön. Hier. Mann, das ist aber finster wie ein Arsch hier, da. Also. Wo nur die anderen sind. Ich muss dir wirklich mal Mountains of Madness mal geben. Das Buch. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja, für den September vielleicht gar nicht so verkehrt, aber egal. Ja. Oh, Na toll. Das ist auf jeden Fall keine Hilo-Leiter gewesen, wie ihr gesehen habt. Ist kaputt gegangen. Ist kaputt. So, okay. Ich sehe auch sehr, sehr wenig, muss ich sagen hier. Oh. es ist tröpfelt. Es schmilzt tatsächlich. Aber das ist auch natürlich so ein bisschen die Frage, so wer baut sowas, ne?
Mitten in die Antarktis. Also würden wir jetzt Amnesia spielen, hätte ich eine Theorie. Ja. Aber wir spielen kein Amnesia. Gott. Was ist das? Schriftrollen? Sicherung? Was ist das? Sicherung bestimmt. Ja, Schriftrollen würde ich jetzt mal sagen, aber wir können sie nicht nehmen. Ja. Ein Pfeifchen. Ein schönes Pfeifchen. Jetzt spricht gar keiner mehr. Achso, jetzt ist. January 17, 1931. At Danforth, I was tasked by Professor Dyer to examine the catalogue of large room while he made sense of the mural nearby. The room is circular and the short hallway leading up to it is lined with what reminds me of bookshelves, including cylinder-sharp objects that remind me of scrolls. I'm not sure if one is supposed to open them in any way or if they even have any physical content at all. Maybe I'm inclining too much to family shapes, and these things are for storing images but rather a form of energy? One can only speculate. In the center of the room itself sits a device. It has claw-like spikes and is surrounded by 5 obelisks. These obelisks have buttons. I tried to press all of them, but the entire mechanism seems to be once again absolutely inert. Opposite of the hallway that connects the room to the chasm is another hallway that leads yet further into the darkness. One can see the outline of yet another heavy stone door embedded into the floor, similar to the one we initially crossed in the ice cave. As with the first door, this one is also open as has the cylinder mechanism to operate it. I'm glad that the expedition brought an ample supply of batteries for electric torches, because this is where we will go next. Das ist eine Ampel. Ja. Ampel? Ja, Ampel. Ampel ausreichend. Hey Junge, guckst du das immer nach oder weißt du das tatsächlich? Ey, Junge, würde mich ist mal interessieren, einfach... bist du echt so ein Englisch-Crack? Er ist ein Native Speaker. Nee, was? Nein, keine Ahnung. Also, Hey Junge, bist du ein Native Speaker? ich übersetze frei. Ich übersetze frei. Okay. Deshalb kann ich hier auch keiner leiden. Deswegen Nein, ist Herr Junge Respekt ja auch bei wirklich. uns Mod geworden. Chapeau. Chapeau. So, okay, hier haben wir also die Obelisks-Sitze. Überall, wo immer, weiß ich nicht, da steht einfach Push a Button und Stevie. Don't ever drauf. fucking push the button. So, jetzt drückt er den nächsten Button. Etwa so klar. Etwa so klar. Es hört sich nicht gut an. Soll ich wirklich bei 50 km/h den Rückwärtsgang drin machen? So, scheinbar müssen wir die Obelisks in einer gewissen Reihenfolge aktivieren. Guck mal. Hast du dir denn gemerkt, welche? Ja, gar nicht so schlecht aus. Da stand jetzt nicht da, in welcher Reihenfolge. Ich probier's einfach mal. Oh, geil. sehr, sehr gut. So, der wird's jetzt. Meinst du der oder hier drüben? Vor allem den da, der ist weiter weg. Oh, kaputt. Leider war es der falsche. Ich hoffe, du hast dir die Reihenfolge gemerkt. Ich glaube ja. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. So, da wird's wohl der gewesen sein. So, wir kreuzen die Strahlen. Mann, wir dürfen die Strahlen niemals kreuzen. Doch, wir müssen sie jetzt kreuzen. So. Oh. Was? Oh. Warum? Ist es ein Sternenhimmel?
Na, das sieht nach Sternzeichen aus, ja. Ja, Also ich sehe ganz klar den Elefanten. Ja, wer kennt's nicht? Im Zeichen des hängenden Hodens. Schön. So, Das sieht mir doch nach Schogotenpupu aus. Was? Thanks for Was? Oh, schade, das war schon. Oh Mann. Oh no. Tja, Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen verfrosteten Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht habt, lasst doch gerne ein Abo auf dem Kanal da. Helft uns zu wachsen und wir sehen uns dann bei der nächsten Expedition wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.